Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns mal wieder auf dem Main, ja, so wie fast in jedem Video. Aber ich muss sagen, ich finde es momentan auf dem Main gerade am spannendsten zu beobachten, wie sich hier die Gilde entwickelt, beziehungsweise wie wir da in der internationalen Ehrenhalle stehen. Und deswegen kommen die anderen Chars ein bisschen zu kurz momentan, aber in Zukunft werde ich auch mal wieder auf dem Battle Mage vorbeischauen und auf wie 50 Mal. Ne? Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt bezüglich der Chars oder vielleicht auch mal was anderes. Ne? Das ist natürlich auch immer ganz nice zu hören, worauf ihr so Bock habt. Und dementsprechend ja, kann ich dem dann ja auch nachgehen, wenn ein paar nice Ideen da auch mit dabei sind. Ja. Bevor wir gleich zum Gildenkampf kommen, werden wir erstmal nochmal hier in das Sommersammelsurium reinschauen, was ja gefühlt fast an mir vorbeiging irgendwie, weil die Belohnungen hiernach nicht mehr wirklich der Rede wert sind. Also hier sprechen wir von, keine Ahnung, vielleicht 3 oder 4 Millionen, was man hier bekommt, ne? Obwohl, ja, 3,7, das sind ja, ich dachte, das sind 150 Sanduhren, das sind ja nur 100, die man hier bekommt. Zum Sanduhren-Steht-Kopf-Event, ja, nicht sehr ausschlaggebend. Auch der Reward hier hat mir, glaube ich, 150 Millionen gegeben. Ich meine, gut, das sind auch 2 Stunden ja, am Gold-Event, wenn die Goldgrube vollgelaufen ist, gibt es auch fast denselben Wert, ne, auf Max-Level allerdings dann auch, ne. Ja, also das ist auch, ja, die Rewards sind jetzt nicht so krass, ne. Trotzdem versuche ich das zu machen, was ich noch schaffen kann. So, ich meine, Geschenken Gau guckt man trotzdem ins Maul. Ich habe das Gefühl, dass die Steine von diesem Event immer ein bisschen besser sind. Mal schauen, ob das auch der Fall ist so. Wenn es so wäre, dann würde ich so, keine Ahnung, vielleicht einen 2100er oder so bekommen. Das wäre schon sehr hilfreich auf jeden Fall. Aber da bin ich mal gespannt. Mal schauen, vielleicht erreichen wir das auch gar nicht. Ja. Das sind aber allerdings ein paar Sachen, die kriegt man relativ leicht erledigt, heute mal zur Abwechslung. Ansonsten hatte ich zum Beispiel auch ein paar Aufgaben schon geskippt gehabt, und zwar, wo ich noch Geld bezahlen müsste. Und zwar war das einmal irgendwie schmeiße Gegenstände oder so in den Hexenkessel. Nee, nicht in den Hexenkessel, sondern zerlege Gegenstände und so. Und da hätte ich dann halt normale Gegenstände halt für opfern müssen, so, ne? Und hätte ich jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal an, diese 2 Gegenstände hier ja, zerlegt, dann hätte ich hier jetzt, ja, 4 Millionen, 4,5 Millionen Gold dafür gewastet, sag ich mal. Gut, ich hätte auch ein paar Metalle bekommen und so ein bisschen und Kristalle auch ein paar, was auch nicht verkehrt ist. Aber wenn man sich dafür mal den Reward anschaut hier, für was man das eigentlich macht, ist das eigentlich nicht der Rede wert hier großartig. Wie gesagt, das hat hier einen Wert von 3,75 Millionen, wenn man ja, das am Sanduhren-Steht-Kopf-Event kauft. Ne? Naja, nichtsdestotrotz versuchen wir trotzdem, so gut es geht, den Aufgaben nachzugehen. Ja, da haben wir dann schon mal die erste erledigt, okay, und ja, die Attribute werden wir dann später auch noch erhöhen, wenn es soweit ist. Wir können ja mal kurz am Glücksrad drehen, mal schauen, wie es aussieht. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück mit dem Würfelspieler. Viele Sachen benötige ich davon auch einfach gar nicht mehr. Ja, Steine brauche ich nicht mehr, Holz brauche ich nicht mehr, Seelen brauche ich nicht mehr. Das ist schon, ja, das ist alles schon Max Out. So, das hört sich zwar abgehoben an, aber ja, so ist das halt. Ne? Man kann sich halt nur noch auf 2 Sachen konzentrieren. Das sind Kristalle und Gold. Ne? Ab und zu nehme ich auch mal die Sanduhren mit, wenn es vielleicht Event ist oder so. Aber ansonsten, selbst da kaufe ich mir das halt alles. Auch so, wir müssen hier noch mehr Unterweltkämpfe machen, wenn halt eben Event ist, ne? So, haben wir das. Auf jeden Fall heute auch ein sehr interessanter Gildenkampf gewesen in der internationalen Ehrenhalle. Wir sind jetzt auf Platz 39 und haben gegen Rising Phoenix gekämpft. Eine Gilde, die man hier und da schon mal gehört hat. Ich glaube, die wird geleitet von Seraphim, wenn ich mich nicht täusche. Ja, gucken wir mal rein. Auch wieder eine deutsche Gilde hier, wie der Kampf verlaufen ist. Ich habe mich selbst hier noch nicht großartig gespoilert. Außer, dass wir jetzt natürlich auf Rang 39 stehen und Rising Phoenix unter uns ist. Das lässt natürlich
gucken, ja, mutmaßen, dass wir den Kampf höchstwahrscheinlich gewonnen haben. Ne? Aber das hätte mich auch stark gewundert, wäre dies nicht der Fall gewesen, denn wir haben natürlich auch noch ein bisschen was vor uns und aufgrund des Durchschnittslevels stufe ich uns da weiterhin ziemlich stark in die Top 20, wenn nicht sogar vielleicht in die Top 10 ein, mal schauen. Erstmal müssen wir in die Top 20 erstmal kommen, beziehungsweise erstmal müssen wir auf die Startseite kommen, in die Top 31, aber das sollte mal, denke ich, noch kein Problem sein. Ne? Komischerweise bin ich jetzt auf der Seite, also die Kämpfe sind auch manchmal hier wirklich ein bisschen verbuggt. Ja, das kann man nicht anders sagen. So, wir achten mal drauf, dass wir hier einigermaßen den letzten noch erwischen hier. Ja, Gamer Sky ist auch, glaube ich, noch nicht der letzte, Kingston auch nicht. Umbums, ich glaube, das ist der letzte, ne? Ja, darf gegen mich kämpfen oder ich darf gegen ihn kämpfen, je nachdem, wie man es sieht. Und da haben wir den letzten Kampf denn hier entschieden. Ich war jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander der Letzte gewesen hier, der noch entschieden hat. Nach mir kommen ja noch 3 sehr, sehr starke Magier, aber wir sind auf jeden Fall gut am Start. Wir haben jetzt mittlerweile auch das Durchschnittslevel 540 erreicht, was auch sehr, sehr strong ist auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Und mal schauen, was wir da in Zukunft noch mit der Gilde hier so auf die Beine stellen. Ne? Das ist immer so der aktuelle Zwischenstand. Und ja, mal schauen, bin ich überhaupt in der internationalen? Wo ist hier? Wo sind wir? Oh, bin ich nicht, aber wir sind aufgestiegen, auch hier. Sehr gut gemacht, Sir Webster. Hatte jetzt zweimal hintereinander oder so. Ist sowieso besser, wenn er noch in der internationalen ist, weil ich halt zu random bin, sag ich mal. Ich bin halt Glass Cannon, also das ist halt, ja, naja. Dann lieber so ein bisschen was Konstanteres hier. Mit meinen Stats bin ich halt wirklich noch ziemlich krass Glass Cannon. Ja, das schmeißen wir mal schnell hier rein. So, und verskillen das mal. Und dann sollten wir nämlich auch gleich fertig sein mit der Aufgabe hier. Ja, die größte. Mal schauen, wenn ich es erreiche, ist nice. Werde ich mal gucken, was wir für einen Edelstein bekommen. Wenn nicht, ist auch nicht weiter wild. Aber ansonsten ging das Event eigentlich fast an mir vorbei, muss ich sagen. Weil es halt leider, und das ist halt sehr schade, leider nicht wirklich belohnungstechnisch so gut ist, sag ich mal, ne? Ich meine, klar, geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul und so und ist halt auch ganz nice, weil es halt kostenlos ist, sag ich mal, so zum Nebenbeispielen. Die ganzen Aufgaben muss man ja nicht machen, sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, kaufe ein Epic aus dem Shop oder sowas, das muss man ja nicht machen, wenn man es nicht machen möchte, so, ne? Man erreicht ja auch trotzdem sein Ziel irgendwie. Nice, jetzt haben wir hier die Sanduhren. Sehr gut. 100 Stück. Top. Ja. Jetzt fehlen uns hier noch 50 Punkte. Wir haben jetzt noch 3 Tage Zeit. Pro Tag kriegen wir 30 Punkte. Ne? Also das ist definitiv noch machbar. Wie gesagt, ich hatte hier und da auch mal eine Aufgabe ausgesetzt. Das ist jetzt nicht weiter wild. Und ja, man erreicht trotzdem das, was man erreichen möchte. So, ne? Wenn man es wirklich so auf den Stein abgesehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass für, keine Ahnung, für Free-to-Play-Spieler das vielleicht ganz attraktiv ist oder so, weil es halt eben auch ein großer, legendärer Stein ist und die da vielleicht noch nicht so oft rankommen, kann ich mir so vorstellen. Ne? Und wenn er dann halt sogar noch ein bisschen besser ist, dann ist das natürlich auch ganz nice. Aber ansonsten für alle anderen, ja, weiß ich nicht. Das als Hauptziel, das war schon letztes Jahr das Hauptziel. Ich hatte gesagt, wäre cool, wenn man da an den Rewards ein bisschen was machen könnte. Ich glaube, es ist ein bisschen kostengünstiger als letztes Jahr. Da waren, also dieses, ne, was war es gewesen? Blätter 20 Mal im Shop oder keine Ahnung. Das war ja so useless irgendwie. Da hat man ja 20 Pilze zum Fenster rausgeschmissen. Das waren so Aufgaben, die, keine Ahnung, die waren wirklich nur darauf aus, ne, bezahle 20 Pilze und du kriegst hier ein paar Punkte dafür, ne? Das fand ich nicht nice. Das habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Das Einzige war halt, wie gesagt, ein Epic aus dem Shop kaufen, so, ne? Ja, aber ansonsten ging es eigentlich mit den Aufgaben. Also vom Gefühl her ein bisschen leichter geworden, im Sinne pilzsparender, aber Rewards, ja, immer noch nicht so das Gelbe vom Ei. Da kann vielleicht ein bisschen was noch zum nächsten Jahr dran geschraubt werden. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, ne? Das ist ganz klar.
Kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere das feiert. Ne? Und ja, da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es aussieht bei euch. Wie findet ihr das Event? Also, wie gesagt, ging ein bisschen an mir vorbei. Das Äquivalent dazu, dieses Oster-Event, was ja auch gewesen ist, ne? Wo man auf neueren Servern noch so Ostereier finden konnte, beziehungsweise Pet-Nester, also halt eben Pets finden konnte, ne, die man noch nicht hatte. Das war sehr nice und sehr useful, aber bringt einem im Late natürlich nachher auch nichts mehr. Ne? Das bringt halt nur was für etwas neuere Server bzw. Accounts. Ja, und auf der Stelle hier, ne, auf Platz 1, so wie sich das gehört, beenden wir auch das Video heute hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wie es die nächsten Tage hier aussieht. Ne? Und ansonsten schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, ja, was ihr noch so sehen wollt, vielleicht die anderen Charts ein bisschen mehr im Vordergrund oder vielleicht auch was ganz anderes. Ne? Das ist, könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne Vorschläge hier in die Kommentare posten. Bin ich für alles offen auf jeden Fall. Und ja, das war es soweit von mir. Wir sehen uns natürlich in alter Manier morgen wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.